Lost Places. Ich denke, viele, die gerade dieses Video anklicken, lieben es, sich sowas anzusehen, diese oft geheimen, mysteriösen und vor allem verlassenen Orte. Für mich hat es auch etwas Faszinierendes und durch unsere Reisen haben wir immer wieder die Möglichkeit, den einen oder anderen Ort zu besuchen. In diesem Fall einen U-Boot-Bunker in Montenegro. Das ist mein erstes Video zu diesem Thema. Deswegen bitte ich um etwas Nachsicht, wenn es nicht so professionell aufgearbeitet ist wie so von manch englischsprachigen YouTubern, also auch nicht so extrem spannend und gruselig und ja, mit professionellem Drehbuch und so weiter. Jedoch lerne ich auch ständig dazu und versuche mich zu verbessern. Ich hatte schon den einen oder anderen kleineren Bunker in Bulgarien so mir angeguckt, wobei da meistens nichts Spannendes dabei war. Da kommt aber definitiv in Zukunft mehr, denn wir sind jetzt nun fix in Bulgarien und in diesem Land gibt es so einiges zu sehen, was ja zu Lost Places ganz gut passt. Dann waren wir noch in der Nähe von Flora in einem Bunker, der an der Küste in den Hang reingehämmert wurde. Fehler Nummer eins war, den ich daraus gelernt hatte, eine ordentliche Taschenlampe mitzunehmen, damit ihr auch als Zuschauer was seht. Denn ich habe mir nachher die Videos ein bisschen angeguckt und ja, es sah ein bisschen aus wie bei Blair Witch Project. Wir waren natürlich jetzt nicht so vorbereitet. Ich habe jetzt nicht unbedingt geguckt, was für ein Equipment man braucht. Also die professionellen Lost Places Geher, die haben da ja eine halbe Militärausrüstung oft dabei. Für das Video hier in Montenegro haben wir uns eine richtige gute Taschenlampe organisiert. Glücklicherweise war halt im Inneren des Bunkers in Albanien nicht wirklich viel Spannendes, außer lange Gänge mit viel Geröll und halt relativ finster. Die waren halt so mit ein paar Ausgängen verbunden. Und das Coolste war eigentlich eh schon am Eingang, wo man eigentlich relativ gut alles sehen konnte. Sehr gut erhaltene Wandbilder, wo dann halt alle Militärfahrzeuge, Schiffe, Helikopter beschrieben waren in deren Landessprache. Sah fast schon so aus, als wären die erst vor einiger Zeit erstellt worden, wie wenn das so nachträglich ja, da drauf gemalt worden ist. Jedenfalls hat dieser Ausflug mich damals extremst motiviert, in Zukunft mehrere solcher Orte zu erkunden. Dementsprechend wird einiges in Zukunft kommen. Und hier in Montenegro habe ich so auf Google Maps so ein bisschen herumgeguckt, was es so gibt. Und da sind mir halt einige ja, Bunker aufgefallen. Und am spannendsten war für mich so der U-Boot-Bunker, der am Rande der Meeresbucht von Kotor lag. Es gibt dort anscheinend noch einige andere U-Boot-Bunker, auch in Kroatien, Zadar habe ich gelesen. Also ja, wurde im Zweiten Weltkrieg ziemlich viel dort ja, reingebaut. Dann gab es hier noch in der Nähe einen Wachposten. Natürlich musste also der Zugang so ein bisschen gesichert sein. Dann ein Haus, wo die Soldaten wohl untergebracht waren. Dort war auch so ein Tunnelzugang verbunden mit dem U-Boot-Bunker. Und am Ende des Videos wahrscheinlich so ein bisschen das Überraschendste und Spannendste, ein riesengroßer Palast, der halt verlassen ist, wo höchstwahrscheinlich die Offiziere und höherrangiges Militärpersonal von dort aus wahrscheinlich ihre Strategien geplant hatten. Gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr schon solche Lost Places oder ähnliches besucht habt. Gerne auch, wenn ihr einen eigenen YouTube-Channel habt, könnt ihr auch gerne hier Werbung da lassen in den Kommentaren. Und nun wünsche ich allen Zuschauern viel Spaß mit dem Video. Amazing. Wo gehen wir heute hin? So, ein Bunker. Ja, Ein was war? U-Boot-Bunker. Ja. Was? Ein U-Boot-Bunker? Cool. Ja, der Weg hierhin ist nicht mal so schlimm, ne? Naja, hier ein bisschen Schotterweg. Also ich habe gedacht, wir gehen da jetzt irgendwie 10 Kilometer so. Da alles asphaltiert war. Wir sind heute einiges so gefahren. Ja. Nee, oder? Eine einsame Nee, oder? Eine Toilette, schön. Ja, da hatten die alles im Blick, wenn sie angegriffen worden sind. Ja, hier konnte man wahrscheinlich zu Fuß reingehen. Der Lieferanteneingang. Aloe Vera. Hier alles ein bisschen so gesprengt, der Boden. Da oben ist auch irgendwie so eine Festung. Wahrscheinlich hat da der General oben gewohnt. Da gehen wir nachher auch, versuchen wir zumindest irgendwie da hinzukommen. Irgendwie so eine Festung, so ein kleines Schlösslein. Da ist wahrscheinlich der General von oben oder vielleicht waren da auch so Aufenthaltsräume, Schlafsäle etc. Vielleicht war das auch vom Militär was und ja, krass. Graffiti darf hier auf jeden Fall nicht fehlen. Da haben sie sich wieder alle verewigt.
Ja, komplett alles vermüllt, ne? Pass auf, dass du da nicht stolperst. Ich glaube, es sind auch Scherben und so, ne? Dass da nicht einer beerdigt ist von denen. Ja, da ist eine Matratze. Oh, gruselig. Ja, überall, wo man guckt, Müll. Steine, Gerümpel. Sieht aber alles relativ fest aus. Wird wahrscheinlich von den Stürmen hier reingeflossen sein. Ah, viele Spinnen. Ah, hier hat einer seinen Gartenstuhl mit. Wahrscheinlich die Aussicht genossen. Liegestuhl oder... Ups, aufpassen, dass man hier nicht stolpert. Ah, stinken tut's hier, meine Fresse. Ja, Gummischläuche und so ein Zeugs. Ah, hier waren die Tanks. Öltanks, hier wurde halt getankt. Lustigerweise einer der saubersten Räume. Darüber. Ach, hier war die Lüftung war hier, aha. So. Alkohol ist auch da. Ja, wie gesagt, hier die Lüftung. Hier könnte es eine Sackgasse sein, ja. Da ist nichts Spannendes, oder? Ah, hier ging es hoch. Hier ist so ein Fluchtraum gewesen. Also man kann es nicht wirklich erkennen, jetzt so ein bisschen, genau. Also hier ging es hoch. Also wenn du hier flüchten wolltest, wirst du mal 10 Minuten haben hochkrabbeln. Geil. Und eine fette Spinne. Ui, ist schon wieder weg. Also hier ist nichts Besonderes. Dann gucken hier, dass man nicht in den Matsch fällt. Und hier ist es relativ feucht, meine Fresse. Hey, hey, hey. Ups, 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 ups. Wow. Das ist schon geil. Also hier die U-Boote drin. Verdammt. Das ist schon mächtig. Oben die Lüftungsanlagen. Also das ist schon echt beeindruckend. Das ist schon ganz was anderes wie ein Bunker. Hier ist jetzt natürlich nicht der größte U-Boot-Bunker. Ich meine, der ist irgendwo in Bremen. Und die Nazis haben da irgendwie in Marseille damals versucht einzubauen. Der soll ziemlich cool sein, aber leider verschüttet. Ja, hier natürlich ein bisschen Müll wieder. Hier ist dann irgendwie nur noch so eine Leiter. Hier ist wahrscheinlich so ein Stromkasten gewesen. Hier ist noch so eine Leiter, die wahrscheinlich für die U-Boote war. Zum Einsteigen. Ansonsten, wie gesagt, ein bisschen was an Verewigungen. Ja, und so groß ist der Bunker. Also werden schon gute 100 Meter sein. Schon faszinierend. Ja, und da schwappt es hier hoch. Kommt sogar irgendwie Flüssigkeit raus. Irgendwie so ein Wasserausgleich oder Druckausgleich irgendwie für die U-Boote, dass es hier vielleicht nicht übergeht. Was auch immer man sich da technisch dabei gedacht hat. Also wenn man hier wirklich da ist, empfehle es jedem, der mal irgendwo in Montenegro unterwegs ist, hier vorbeizufahren. Der Weg ist echt nicht wirklich so schwierig wie erwartet für so ein Gebäude. Muss man ein bisschen aufpassen, wenn man nicht reinstolpert. Das sind so diese Abflussrohre. Da fließt überall das Wasser raus. Wegen diesem Ausgleich, was ich meinte. Wie gesagt, da bin ich auf jeden Fall kein Experte, wofür das dann ist. Wird aber auf jeden Fall sicherlich einen Sinn haben. Ja, alles hier in den Felsen reingehämmert für einen Krieg halt. Das ist das Traurige.
man für keine Kosten und Mühen scheut, um etwas zu bauen, nur damit man hier irgendwo Ballabum-Bum spielen kann. Ja, traurig halt immer. Weil es ist schon ein Koloss hier und diese Dinger werden dann oft relativ schnell gebaut. Also ich weiß, da in Marseille wollten die Nazis den innerhalb von 2 Jahren bauen. Ja, wenn du dann oft siehst, wie lange die für irgendeine Kirche zum Renovieren brauchen, irgendwie 20 Jahre, weil das sowieso eine Veräppelung ist, da wird man einfach nur die Spenden rausquetschen. Zum Beispiel in Barcelona, die Gaudi-Kirche, die wird, glaube ich, seit über 100 Jahren gebaut. Da wird man schön ein bisschen was aus den Touris rausquetscht. Das sind auch nochmal Räumlichkeiten. Das ist eine Pfütze getreten. Jawohl, eine zweite Pfütze. Ja, hier ist auch noch so ein kleiner Ausgang. Ja, also auf jeden Fall mega, ne? Ja. Da hat man sich auch hier gemütlich gemacht, ne? Mit den Matratzen und so weiter. Ja, das werden wahrscheinlich Obdachlose gewesen sein. Ja, und da oben gehen wir. Ja, da gehen wir dann hoch gucken, wo die da gewohnt haben, da oben dann. Ja, auf jeden Fall ein spaßiger Aufstieg hier. Und so alles ein bisschen verwachsen. Gucken wir, dass hier keine Schlangen sind. Ja, hier wird wahrscheinlich, da wo die Leiter war, der Fluchtweg gewesen sein. Ja, der Aufstieg ist auf jeden Fall atemberaubend. Und hier halt es. Deswegen bin ich mal ein bisschen leise. Und so sind die Soldaten gegangen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ja. Ja, hier ist diese Leiter, wo ich war. Hier geht es dann ganz tief runter. Geh gar nicht nah ran. Ja, da hinten geht es anscheinend auch irgendwo hin. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich nur Lagerräume geben oder so. Da ist anscheinend Licht hinten. Ist das eine Fledermaus? Vorne. Mücken, ja, Riesen. Das ist ein Geheimausgang. Ja, also da ist jetzt auf jeden Fall das Rätsel gelöst. Da waren auf jeden Fall schon mal die Deutschen, Schrägstrich wahrscheinlich auch die Nazis hier. Steht zumindest 1897, Wachhaus Kabal. Ja, wobei da auch, ich glaube bis zur Adriaküste war ja das österreichisch-ungarische Reich irgendwie hier runter. Ja, also auf jeden Fall deutschsprachig angehaucht. Ja, wie immer, wo wir irgendwo hinkommen, ob in der Türkei oder sonst wo, überall waren schon die Deutschen und die Österreicher da. Ansonsten, hier geht es in den Keller, nichts Spannendes. Wollen wir gar nicht reingucken. Da brauchen wir auch nicht reingucken. Vielleicht gehen wir da irgendwo die Treppen runter. Hier ist der Aufgang. Da gehen wir mal nach oben. Ja, hier wird wahrscheinlich der Wachposten gewesen sein. Geguckt, wer bei der Tür reinkommt. Oder einfach, ja, man sieht hier schon, dass so der Boden verschwunden ist. Hier sind dann überall die Räume. Ja, alles schon relativ verlassen. Ja, über 100 Jahre alt das Haus. Und hier werden wahrscheinlich die Soldaten vom U-Boot-Bunker zu ihrer Zeit verbracht haben. Ja, Ausblick aufs Meer auf jeden Fall schön. Also gab es sicherlich schlechtere Stützpunkte für die Soldaten. Also hier der Raum eigentlich nahezu identisch. Ja, hier wird wahrscheinlich irgendwie so ein Feuerplatz gewesen sein, Aufenthaltsraum. Wahrscheinlich irgend so ein Lager fürs Essen. Ja, der Ausblick auf jeden Fall nicht verkehrt für einen Wachposten irgendwie zu gucken, obwohl sehen tut man da nichts, aber wer weiß, was da vor 100 Jahren war. Auch hier in die Richtung, wenn die vielleicht angegriffen worden sind, dass die halt von allen Richtungen sich verteidigen können. Oben wahrscheinlich auch in die Richtung. Auszug, hier geht es sogar noch mal höher hoch, da oben. Da ist ja noch ein Stockwerk hier hoch. Jetzt wahrscheinlich irgendwie eine Leiter dort hochgegeben auf dem Dach. Da haben sie wahrscheinlich einen Ausblick, da sieht man so einen leichten Aussichtsschlitz, wenn sie einen guten Überblick gehabt haben. Ja, auf jeden Fall nett. 1897, Wachhaus hier in Montenegro am Kotor Bay. Susanne ist umgefallen. Ja, das hat sie getötet. Töte sie.
Nochmal. Ja, noch kleinere Stein. Das, was ich mache, machst du nicht. Das ist aber ein trostloser Raum, ne? Was war das, die Gefängniszelle? Ja, jetzt sind wir ein Stockwerk höher. Oh, hier wird spannend. Hier oben ist ein bisschen mehr los wie hier unten, zumindest mal von der Größe her. Definitiv hat hier der General wahrscheinlich hier seine Kommandos gegeben. Hier oben war wahrscheinlich die ganze Kompanie. Und haben halt gewartet, wenn sie angegriffen werden oder angreifen sollen. Dann wird das so verteilt gewesen sein. Oh, hier geht's runter. Gucken wir noch einmal hier raus, ob hier noch irgendwas ist. Ein bisschen Metall. Oh, das ist größer als gedacht. Da hinten geht es ja noch weiter. Das ist ja auch noch so ein Gebäude. Hier ist ein Raum mit einem Loch im Boden. Oh, da geht es aber tief runter. Also hier darfst du nicht stolpern, ne? Da ist leider schon ein bisschen alles verwachsen, verwuchert. Hier konnte man anscheinend hochklettern. Weil das lassen wir mal aus. Hier war wahrscheinlich so der Wachturm. Wahrscheinlich geguckt, ob man überfallen wird oder so in die Richtung. Ein bisschen in die Ferne. Aua, das hat wehgetan. Was ist denn hier? Oh. Das ist aber irgendwie Kleidung. Interessant, dass Militärkleidung ist. Hier geht es dann wahrscheinlich auch tief runter. Gute Frage, ob hier die Gefangenen irgendwie drin waren oder ob das einfach nur Militärkleidung ist. Wäre schon arger Zufall. Jetzt auch dann hoch. Ja, immer wieder faszinierend, wie sich die Leute da ihr Lager aufstellen. Da ist sogar ein Grill dabei. Das schätze ich immer mit dem ganzen Dreck. Das sieht aber auch schon sehr feucht aus hier. Da kann ja auch nicht mehr viele 100 Jahre halten. Und da vorne geht es wieder tief runter. Hier ist nichts Besonderes. Oder doch? Oh. Jo, hier geht es auch ein bisschen tief runter.
Muss man halt ein bisschen aufpassen, dass man irgendwo stolpert. Dann kann es schnell mit einem vorbei sein. Alles schon kaputt und verfallen. Das ist ein schönes Fenster hier, so ein bisschen Motiv. Die Natur hat das Kommando übernommen, keine Soldaten mehr. Und so soll es auch sein. Lieber soll die Natur irgendwie gewinnen, als irgendwelche Holzköpfe, die von größeren Holzköpfen regiert werden. Ich denke, das war jetzt der Raum hier mit dem orangenen Dach, wo es diesen Keller gab. Wenn ich mich nicht irre. Ich irre mich, ich weiß es nicht. Nee, hier genau. Hier geht es nochmal runter. Muss man aufpassen, haben wir ja gesehen. Geht ziemlich schnell relativ tief herab. Wenn das zu schnell geht und dann geht es irgendwie 20, 30 Meter in die Tiefe. Ja, das sieht aber nett aus hier eigentlich. Okay. Wow. Da geht es ja nochmal weiter. Krass. Hier ist auch noch was. Hier ist wahrscheinlich das Ende. Hier wahrscheinlich so das Heizungsrohr. Ah, hier geht es nochmal tiefer. Holy. Oh. Na dann. Damit habe ich jetzt wenig gerechnet, dass der nochmal tiefer geht. Ich dachte, da war schon das Erdgeschoss. Wow, das ist aber eine große Spinne. Heilige Scheiße. Oh, die ist aber echt creepy hier. Das ist aber eine Scheißspinne. Jetzt sind wir weiter, okay. Was auch immer da unten war. Gehen wir weiter in die Räume hier. Sieht so ein bisschen aus wie bei Lost. Ne, bei The Last of Us, ne? Krass. Da haben sich einige Satanisten so ein bisschen hier verewigt wahrscheinlich. Blair Witch Project lässt grüßen. Schon ein bisschen gruselig. Ja. Wenn mir jetzt was finsterer wird, möchte man auch nicht zu lang da sein. Also ich finde das jetzt schön und nett hier. Aber diese Übernachtungsstories in irgendwelchen Sanatoriums und was da so alles gibt, wäre auch nichts für mich. Das ist mehr wie grün und schimmelig. Hier geht es dann runter. Das wird wahrscheinlich der Verbindungsraum sein zu dem anderen, wo wir gerade eben waren. Ach, gucken wir halt nach. Wird schon nichts Schlimmes da drin sein, aber ich denke halt, dass das nichts Spannendes ist. Obwohl, weiß man ja nie. Also Innenhof wahrscheinlich. Ja, leerer Raum. Ja, ihr seht, da war nichts wie erwartet. Ich habe mir da nichts Großartiges gedacht. So, anscheinend irgendwie ebenerdig hier schon. Hier geht es dann so eine Schlucht wahrscheinlich. Chipstüte hat sich auch noch gefunden hier. Da hat einer Hunger gehabt an dem Ort hier. Und selbst wenn es der Wind ein bisschen verblasert, das ist cool. Sieht aus so wie alte Konservendosen. Ein paar alte Decken. Ja, auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Gang. Jetzt, wo es ein bisschen finsterer wird, ist schon ein bisschen gruselig hier. Jetzt müsste ein Geist kommen hier. Die Hexe kommt. Das brauchst du auch nicht. Oh. Ein Horrorfilm könnte man hier so drehen. Kann ich mir schon vorstellen. Irgendwelche Fußspuren. Oh, die sind nicht natürlich. Da war etwas Unnatürliches. Ein Werwolf. Ja, das ist schon gruselig hier. Also der Raum ist schon ein bisschen creepy. Also ich sag's euch, wie es ist. Da müssen einige ihren Spaß gehabt haben. Mich würde interessieren, ob das jetzt was Älteres ist oder irgendwelche Jugendliche eine riesen Freude dran gehabt hatten. Könnte auch so ein Gebetsraum früher gewesen sein. Was weiß ich.
So, da hinten, waren wir da hinten drin? So, immer hier. Ah, hier war der Kackraum. Für die Füße so zum Aufstellen, wenn einer zu klein war wahrscheinlich. Dass er aufs Töpfchen hochkommt. Ja, oder haben die da im Stehen ins Loch getroffen, haben sich einfach so... Hier haben sie wahrscheinlich gepinkelt. Ja, hier waren die Sanitärräume, hier haben sie wahrscheinlich gespeist, würde ich mal so tippen, von der Größe des Raumes. Ich kann mir vorstellen, dass hier der Speiseraum war. Und da sind wir dann draußen. Dachrinnen hatten die damals auch schon. Ja, krass, wie das halt alles ja, zugewachsen ist, verfallen, die Geschichte, die halt hier so ein bisschen ja, in Vergessenheit gerät. Ja, auf jeden Fall nicht schlecht hier gewesen zu sein. Fand ich mal interessant, sehr relativ groß. Ist jetzt nicht so, dass man da hier einfach in so wie so einen kleinen Bunker geht, sondern da hat man schon ein bisschen was zum Laufen. Natürlich jetzt, wo es finster wird, ist es jetzt weniger spaßig. Ja, das war jetzt der Eingangsbereich mit dem leider, hier war wahrscheinlich so ein großes Tor, Metalltor. Das ist ja leider hier ausgerissen. Und ja, hier gibt es dann so diesen Weg hier rein, dieser Innenhof.